Hallo und willkommen zurück zu Life is Strange. Wir haben das letzte Mal aufgehört in unserem Klassenzimmer, kurz bevor wir auf den Flur rausgehen wollten. Wir sind jetzt quasi genau wieder an der Stelle und wir machen jetzt hier auch weiter. Dann werden wir mal schauen, was draußen auf dem Gang los ist. Ein bisschen Bammel habe ich ja schon. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I'm not paying 100. You always Welcome to the real world. Just cute. hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how good she is. She plays it so sharp. Aber schön mal I ein need a Computerspiel. serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so Früher fucking boring. Enix. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. Life is Strange, Episode 1. Es ist so schön stimmig gemacht. Und ich finde es auch gut, mal in Computerspielen und mal kräftige Leute zu sehen und nicht immer nur die perfekt durchtrainierten Adoniskörper. Das ist so herrlich. Da wünscht man sich doch glatt nochmal zur Schule gehen zu können. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Aber die es leisten können, die haben auch wenig an, ne? There's Taylor, always waiting for Victoria. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor Okay. and Victoria. Das ist ja also so die Bitch-Fraktion. Krass, wie der Fußboden aussieht. Junge, 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 Downer. Das ist aber kein perfektes Schuloutfit. That's Dana talking to... I think his name is Justin. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Genau, Max, reiß dich zusammen. Wie ich das jetzt gerade rausgehört habe, werden wir wohl auf dem Campus so ein Zimmerchen haben und nicht mehr bei unseren Eltern wohnen. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Hier wird wieder einer fertig gemacht. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Mhm. Der Warren. Cool, wie die Umrandung auch hin und her springt. Es ist echt, sorry, wenn ich mich wiederhole, aber es ist echt ein sauschönes Spiel. It looks like she's been gone for months. Missing from Arcadia Bay. Date missing. Montag, April 22. 2013. Sie ist schon 19 Jahre alt. Oh, mit Größe und Gewicht kann ich nicht viel anfangen. Blondes Haar. Rachel Amber. Da hatten wir ja schon was eingeritzt gesehen. Ah, sehr schön. Das ist eine wirklich saugute deutsche Übersetzung, muss ich sagen.
Zuletzt gesehen, Arcadia Bay. Vermisst hat man schon, Alter auch. Größe 1,65. Perfekt. Gewicht 50 Kilo. Augen braun und Drachentattoo auf der Wade und ein Stern im linken Handgelenk. Da unten haben wir auch die Nummer vom Arcadia Bay Sheriff. Ist jetzt natürlich verlockend, da mal anzurufen. Also in real life. Werden wir jetzt aber nicht tun. Schwarzes Brett. Don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria geklaut, als ich den Tisch verlassen habe. Ich brauche den Kram für die Schule und auf dem Tablet sind einige sehr persönliche Fotos. Oh. Meine verstorbene Katze. Achso. Also bin ich bereit, einen kleinen Finderlohn zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Wenn du Hinweise hast oder gestehen willst, du weißt, wo du mich findest. Aufgemerkt. Was heißt aufgemerkt? Blackwell Poetry Jam Probe am 5. Oktober 15:15 Uhr in der Bücherei. Und verkaufe PC-Laptop voll aufgeladen. $600 oder bestes Angebot. Gott sei Dank hat sie ihn voll aufgeladen. Wäre schlimm, wenn wir Strom dasselbe bezahlen müssten. Okay. Ja, also ich sag ganz ehrlich, wenn man den Tisch verlässt, dann nimmt man auch seinen Rucksack mit, ne? That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Rettet Arcadia Bay. Im letzten Jahrzehnt hat der Klimawandel die Oregon-Küste inklusive Fischen und Fauna verändert. Das hat die Fischerindustrie im Staat dezimiert. Besonders in Arcadia Bay. Erhebt eure Stimme gegen die Verschmutzung und rettet unsere historische Stadt. Lasst eure Stadt nicht untergehen. Ja, schön sowas hier auch mal in der Schule zu lesen. I wonder what actually happened to her. Okay, das hat man schon. Hängt hier anscheinend überall aus. Good thing I left my AK at home. Eine Komikerin. Gun free soon. Good thing I left my AK at home. Also, wissen wir schon mal, wenn wir Waffen brauchen für das Spiel. Die Max hat daheim eine AK-47 liegen. You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. They should just call it a sugar machine. Das That stimmt. would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Es ist jetzt die Frage, ob wir uns wirklich alles angucken müssen. Hier mit der Dicken wollte ich doch mal reden. Büro des Direktors. Aber eigentlich wollten wir ja ins Bad und uns frisch machen. Rachel Ah, Amber. schon wieder. She's so pretty. I hate these posters. So sad. Ja, sie ist wirklich hübsch, kann man jetzt nicht abstreiten. Miss Grant is a great science teacher. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier alle einschlafen, gehen wir erstmal auf die Toilette. Wer auch hier drüben reingehen kann. Nein. Gott sei Dank, ich glaube, das wird auch die Stimmung versauen. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Warum Nervenzusammenbruch? Sauberste Toilette ist es nicht. Aber so kennt man das ja von den Schultoiletten. Now, who would bother to write that crap? Rachel Amber is a bitch. Also Rachel Amber taucht hier ziemlich häufig auf. Ich denke mal, das wird noch eine tragende Rolle in diesem Spiel haben. Was haben wir denn da? I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Bitte nicht. Ich gewinne die Max langsam lieb. Nicht durchdrehen.
just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Genau. Fuck it. Hey. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Sehr schön. Den müssen wir natürlich fotografieren. Machen gleich ein Foto. Bleib ja sitzen. Hallo, das ist die Frauentoilette. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, Er will put jetzt that nicht thing abdrücken, down. oder? Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Gott. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Gott. can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse There you time? go, Victoria. Okay. Why Wir wissen Arbus? nicht, was passiert ist. Because of her images of hopeless Oder faces. warum wir jetzt wieder You auf feel like einmal hier totally sind. haunted by. Okay, was jetzt? I Halte better zum rewind. Zurückspüren. LT. I did Now, it. can you I give me an actually example did of it. a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in machine. black and white? Krass. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Ich image möchte again. sowas auch können. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I took children. my selfie, Jefferson asked me a question. Tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. If anybody else looked at this, what would they think? Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too Mir easy? fallen da gerade ein Haufen Einsatzmöglichkeiten für diese Fähigkeit ein. What if Arbus chose to capture people at the Aber wir height machen jetzt das of mit dem their Spiel beauty weiter. or innocence? Wir machen das She Selfie had a brilliant nochmal. eye. So, she could have taken another approach. I have to admit, Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist.
The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the long bathroom as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Mir ist schlecht, weil nach der Aktion wäre mir wirklich schlecht. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes. A process that gave portraits a sharp reflective style like Er a lässt mirror. uns nicht gehen, obwohl Now uns you're schlecht ist. totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What Ich if würde I ihn jetzt am were liebsten hier auf den Tisch Isn't the reihen. right Brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American Okay, wir können daguerreotype. jetzt wieder zurückspulen. Krasse Sache, ja. Okay, wenn wir hier drücken, geht's schneller. I can't Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Also jetzt habe ich ja echt den Drang dazu, mal ein bisschen zu brüllen. Wir werden das jetzt tun. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made Das haben sie aber portraiture gegeben. hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Also für ihre jungen 18 Jahre ist sie doch schon ganz schön Even if you're submitting a reif, photo for sag the ich mal. competition, everybody in class is turning in a photo. So, you see the dilemma? I know, Mr. Jefferson. I just worked so hard in So, the wir werden shop jetzt and- I see you, möglichst... Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Ich muss doch aufs Klo, das Mädchen hier sein Leben retten. Hier, Mann, I'd never Leute. let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Ich würde die Entscheidung gern so belassen. Ich muss zurückspulen, ich kann nicht weglaufen. Das ist ja blöd. I know, Mr. Jefferson. I just worked so hard in the shot, and I'm sure you know what it's like to be Bin ich consumed by etwas your work. verwirrt. I just really think Everyday Heroes is an Aber important Zeitreisen sind cultural auch event, and I want to represent verwirrend. Blackwell Academy. You have. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich bin eigentlich auch so ein kleiner, so zum Streber mutiert irgendwann mal im Laufe meines Lebens. Ich muss nachplappern, tut mir leid. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Also unter anderen Umständen würde ich jetzt sagen,
Den kriegen wir auch noch rum. Aber wir sind 18 und das ist unser Lehrer und deswegen gehen wir jetzt erstmal auf die Toilette, um das Mädchen zu retten. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Sie rennt auch schüchtern und zurückhaltend. Es scheint generell ihre Art zu sein. Okay, Max, Schöne Schuhe hat sie. retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People trying to control me. You are going to get Können wir einfach hingehen? Gun. I should do something else. Ever even missed your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh! Holy shit, I can't let this happen. Max, you're going to get hurt. No. Wir müssen jetzt die Zeit zurückdrehen. Da ich logischerweise zu langsam war. Da ich ja noch nicht genau weiß, was wir hier konkret tun müssen. Irgendwas mit dem Feuermelder auf jeden Fall. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying I need a hammer to break it open. Okay, sie hat nicht genug Kraft. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Ah, da ist ein Hammer. Was für ein Zufall. Oh, Ist sie schon wieder gestorben? shit. This than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way. Don't ever touch me again, freak! Okay, wir haben das erste Leben gerettet. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Es ist wirklich schon etwas verrückt. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Mann, ist der böse, dieser Security. Ich glaube, das haben Security-Leute so an sich, dass die unausstehlich sind. So, dann gehen wir mal zum Direktor. Der wird uns jetzt bestimmt die Ehren quatschen. Nee, wird er nicht, aber wir machen es mal. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Er kommt jetzt immer näher. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, Nathan zu verraten. Können es natürlich auch für uns behalten. Allerdings ist das jetzt aber eine Entscheidung, die wir treffen müssen, wo wir aber nicht wissen, was dann später daraus wird. Aber da ich nun echt auch... Also ich bin quasi Streber und Petze. Nein, nicht. Aber ich habe schon den Drang dazu, dass wir das melden. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened.
Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Sollten wir das tun? Das ist ja die Frage, es hat halt jetzt auch nichts bewirkt, ne? Weil Wissen ist Macht. Entscheiden wir uns nochmal um? Wir können das ja auch geheimnisvoll lösen, das Ganze. Ja, los, komm, das machen wir. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? Aber es ist schon, ich quatsch jetzt mal hier rein, weil wir haben es ja eben schon mal gesehen. Und es gibt ja den deutschen Untertitel. Aber es ist schon krass zu sehen, wie das auch ins Spiel eingearbeitet wurde, dass man eigentlich nur Kontakte oder ein Ansehen oder Geld braucht, um schon irgendwie geringer bestraft zu werden oder sich halt einfach mehr erlauben zu können als jemand, der diesen Status nicht hat. Und leider ist es auch in der realen Welt so. Was ich sehr traurig finde. So, also wir entscheiden uns um, da ja es keine Folgen hatte, dass wir es gemeldet haben. Ne? Außer, dass der Direktor wahrscheinlich mit dem Nathan persönlich unter vier Augen spricht. Es wird wieder keine Folgen haben. Außer, dass Nathan weiß, dass wir ihn verpetzt haben. Und deshalb würde ich jetzt vorschlagen, wir verschweigen einfach die Wahrheit und spionieren quasi im Geheimen die ganze Sache aus. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Okay, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich nicht umentschieden. Aber ich will jetzt nicht nochmal zurück, wir werden jetzt dabei bleiben. Dann haben wir halt das Stipendium verloren. Was ist schon Geld? Wer braucht schon Geld, ne? Aber krass, wie bockig der jetzt auf einmal auf uns ist. Das ist schon heftig, ja. Okay. Gut. Schauen wir mal einfach mal, was passiert. Oh, sieht das gut aus. Hier würde ich auch gern zur Schule gehen, ganz ehrlich. So, ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier erstmal, Folge 2. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anregungen gern bitte in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ich auch euch zur 3. Folge wieder begrüßen durfte. Bis dahin, macht's gut.